Eine Auszeit im Advent verschenken. 5 Minuten to go aus dem Koffer. Tee, Keks, Stern, Teelicht, Streichhölzer, alles was man braucht für eine kurze Auszeit im Advent befindet sich in diesem kleinen Koffer. Wie ich ihn gebastelt habe, das zeige ich dir jetzt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Advent. Wir verschenken ja sehr gern was im Advent. Ich auch. Ein Advent to go aus dem Koffer ist heute meine Idee. Wie ich das bastle, das geht jetzt sofort los, zeige ich dir. Du brauchst Designerpapier. Ich habe 2 solche kleinen Bögen gebraucht. Ein A4-Blatt, Farbkarton. Ja, ein bisschen Bling Bling, vielleicht ein bisschen Gold, verschiedene Stanzformen, aber das kannst du ja dann gestalten, wie du möchtest. Wir schneiden uns aus dem A4-Blatt ein Stück zurecht in 18 x 24,6 cm. Das habe ich schon vorbereitet. Und da ich den Koffer mit dieser Klappe, kannst du dir vielleicht schon vorstellen, aus einem Blatt bekommen möchte, müssen wir da ein bisschen genauer falzen. Das zeige ich jetzt, wie das geht. Merken wir uns schon mal, es gibt ja mal so eine Zahl des Tages. Das ist heute die Zahl 15. Okay, ich lege mal zuerst die lange Seite ein. Ist in dem Fall schon ganz wichtig. Und ziehe eine Falzlinie bei 3,5. Schneideklinge weit weg, Falzlinie. Die nächste Falzlinie ist bei 11,5. Dann brauchen wir eine bei 15. Du erinnerst dich, das ist meine Zahl des Tages bei 15 und eine bei 23,1. Okay. Unser Deckel, die Klappe vom Koffer ist also 1 mm größer als der Rest, 23,1. 15 haben wir uns gemerkt. Ich falze das hier mal, damit du das siehst, wenn ich jetzt das einlege. Bis zu dieser gefalzten Linie, da ist 15, ziehen wir jetzt eine Falzlinie links und rechts, indem wir an die kurze Seite einlegen bei 3,5. Ich gehe also jetzt hier auf die 15 cm, ziehe nach dort, schiebe weiter durch und habe hier drüben auch 3,5, die ich gut sehe, und schiebe in diese Richtung. So, bei 3,5. Wunderbar. Bevor es jetzt weitergeht, schneide ich das mal ein, damit du dir das gut vorstellen kannst. Dieses Element komplett wird unser Boden, also die Box. Ich schneide also jetzt vom Rand her die 3 Linien ein und erhalte auf jeder Seite 2 Klebeflächen. Hier nämlich in 3,5 x 3,5 cm. Und damit wir die besser sehen und nachher auch gut positionieren können, schneide ich die auch so ein bisschen schräg. Mache ich gegenüberliegend auf der anderen Seite auch. Hier sind meine 15 cm, also von hier angefangen zurück, so genau wie möglich, die Diagonale an die Klebeflächen. So, das haben wir schon mal. Falls das hier auch nochmal, dann siehst du das schon. Kleben können wir noch nicht, weil wir wollen jetzt noch den Deckel genau zurechtschneiden und die Falzlinien prägen. Hier vorne ist die Linie, hatten wir ja vorhin gesagt, bei 23,1. Und deswegen bleiben dann hier 1,5 cm übrig und die wollen wir auch an den Seiten haben. Gut, ich lege das jetzt mal so rum ein. Hier ist meine 1,5 cm, auf der anderen Seite bei 23,1 und schneide jetzt links und rechts, und jetzt kann das Beinchen wieder rein, 1,9 cm ab. Warum mache ich das so? Falls du deinen Koffer in anderer Breite bauen möchtest, hast du jetzt alle Möglichkeiten. Also bei 1,9 schneide ich jetzt einmal ab. Auf der einen Seite bis zu den, jetzt habe ich schon zu weit geschnitten, macht aber nichts, ich habe hier die Klebefläche nur ein Stück gekürzt, nicht schlimm. Normalerweise bis zu den 15 cm auf der anderen Seite. Okay, nochmal 1,9 gegenüberliegend abschneiden. Jetzt schneide ich hier die Klebefläche auch ab. Wie mache ich es, dass du es dir besser merkst? Ich schneide mal hier nur bis zu den 15 cm und Klebefläche geht jetzt auch weg, weil brauchen wir ja nicht. Das ist auf der anderen Seite gleich. So, das haben wir. Und jetzt zum Verständnis lege ich mal kurz mein Lineal heißt es an und kann jetzt links und rechts bei 1,9 1,5 eine Falzlinie ziehen. Schneideklinge also wieder weg. Das lege ich mal so, dann sehe ich das auch genau bei 1,5.
kommt jetzt mein Falzbein zum Einsatz und du siehst, es ist genau 1 mm weiter drüben. Also neben der anderen Linie ist es hier 1 mm versetzt und das mache ich auf der anderen Seite auch. Also wieder bei 1,5 anlegen, gerade anlegen, gucken, wo meine Falzlinie läuft und ziehe hier lang. Und habe auch hier versetzt bei 1 mm. Das versetzt bedeutet nach außen versetzt bei 1 mm links und rechts. So, und hier wieder eine Klebefläche, das ist das Quadrat. Und auch da schrägen wir uns das ab. Noch 1 und gegenüberliegend. Genau so. Und bevor wir alles kleben, wie wir jetzt irgendwas nicht bedacht haben, schauen wir uns das nochmal an. Falzen unser Köfferchen und schauen, dass wir alles gut zusammensetzen und dass es passt. Hier die von mir falsch gekürzten Klebeflächen, macht aber nichts. Das nach innen. Klebeflächen, solange sie 6 mm breit sind, passen sie ja immer auf mein doppelseitiges Abrissklebeband. So, und jetzt kann ich das hier schon mal trocken gefaltet gut schließen. Und der Deckel passt super drauf und klappt nicht. Okay, das heißt, ich kann kleben. Wenn du vorher dein Designerpapier aufbringen wolltest, dann wäre jetzt der Moment. Ich lege das mal so hin, damit du das gut siehst. Aber ich klebe es, wenn es geklebt ist. Ich sage dir auch warum, nämlich vor allem wegen den Magneten. Aus den 2 Stück Designerpapier könntest du dir jetzt zweimal ein Stück von 10,5 abschneiden. Das eine drehen und dann die 2 Elemente in der Breite 7,5 schneiden. Dann hast du das aus dem einen Designerpapier und das andere kürzt du auch auf 10,5 und schneidest dir dann 2 Stück in 3 cm Breite, noch 2 Stück in 3 cm Breite und aus dem Rest schneidest du Stücken in 1 cm. Und dann kürzt du dir wieder 2 Elemente von diesen 3 mal 10,5 auf 7,5 und so kommst du auf alle Elemente, die du für deinen Koffer brauchst. Die verteilen wir jetzt einmal hier drauf und zwar die 2 Stück in 10,5 mal 7,5, die 2 langen in 10,5 mal 3 cm, die 2 kurzen in 7,5 mal 3 cm und die kleinen Streifen in 1 cm mal 7,5 und einen in dem Fall nur, weil hinten ist ja verbunden, für vorne die Auflage. So kannst du das aufkleben. Ich würde aber, weil ich mit einem Klebemagneten arbeite, den aufbringen, bevor ich diese Fläche hier vorne aufklebe. Okay, ich habe jetzt umentschieden, warum nicht? Wir machen das mal so rum. Ich setze das hier drauf und dann klebe ich erst zusammen. Schön gucken. Passt, Mattung reihum. Gleichmäßig. Dadurch, dass die Klappe vorne 1 mm in 3 Richtungen größer ist, könntest du dieses Element auch anpassen. Dann ist die Mattung hinten wie vorne gleich. Ich kann damit leben, dass das nicht so ganz exakt ist, weil für mich passt das trotzdem. Aber wenn du das exakter haben möchtest, tu das mal. Du siehst, ich habe hier schon ein bisschen vorgearbeitet, dass ich nicht das halbe Video lang klebe. Klar, könnten wir auch machen und ich muss dann die ganze Zeit was erzählen oder ich könnte weiterspulen, aber du weißt ja, ich schneide an meinen Videos gar nicht rum. Die laufen hier einmal komplett am Stück durch und entweder habe ich es gekonnt oder eben nicht. Also ist hier was vorbereitet. Dauert immer noch, bis ich hier alle Klebefolien, Schutzfolien abgezogen habe und das Ganze aneinander geklebt habe. So. Ich bin ja gerade so richtig beschäftigt mit meinen 24 Mini-Adventskalender-Boxen. Du erinnerst dich vielleicht an letztes Jahr, wo es die großen Boxen gab. Dieses Jahr gibt es die kleinen dazu. Den habe ich extra beiseite gelegt, der kommt später. Ja, da bin ich schon ziemlich weit, aber ich muss mich sputen, weil wer das nachbastelt, sollte ja im November irgendwann das Thema abgeschlossen haben, spätestens am 30. Und dann muss ja auch noch verschenkt werden. Aber es kommt der Reihe nach, sei gespannt. Ich habe schon jede Menge Boxen mir wieder überlegt. So, weiter, Klebeflächen. Noch mehr Klebeflächen. Und zwar hier haben wir eine und da.
Du weißt ja, Flüssigkleber kann man da immer wunderbar nehmen, weil man da noch ein bisschen nachrücken kann. Aber ich nehme hier im Video gerade diesen wegen den Klebefingern. Kennen wir schon. Müssen wir uns ja nicht immer geben. Meine Gurte habe ich tatsächlich zusammen aufgeklebt, wenn ich den Koffer fertig gefaltet habe. In einem Stück, beziehungsweise heute in 2 Stücken, weil ich hatte nicht mehr Gold. Ansonsten habe ich mir die Streifen zugeschnitten vom A4-Blatt. Da sind ja 29,7 cm die lange Seite. 2 Streifen auf 1 cm. Und die kannst du wunderbar drum legen und dann kürzen und fertig ist dein Riemchen am Koffer aus. Den Griff an unserem Koffer, da habe ich mir die Stanzformen Herzenspost genommen. Da gibt es so 2 Elemente für Schriften. Ich habe mit der kürzeren gearbeitet. Hier ist sie schon. Brauchen wir gleich für unseren Henkel. Lässt sich damit wunderbar machen. Genauso kannst du einen Streifen nehmen. Wieder aus dem Gold auf die für dich passende Länge kürzen. Und fertig ist das. So, die falzen wir schön rum. Jetzt kommt dieses hier, die Ecken vorne an unserer Klappe. Und der Koffer ist tatsächlich schneller gemacht, als man denkt. Manchmal bin ich beim Gucken nicht so genau, dann ist 1 Millimeter mehr übrig oder 1/2. Das muss man dann sich einfach nochmal gerade schneiden. Hier vorne hat das genau so funktioniert. Ich schneide mir die Ecke einfach ein bisschen gerade. Bisschen, da war wieder das Wort. Ich auch heute gar nicht verwenden. So, und dann nach außen drum gelegt, fertig. Und jetzt kommt der Klebemagnet. In dem Fall kann ich damit leben, dass der außen drauf sitzt, wo ich dann die Verkleidung setze. Wir müssen ihn einfach ziemlich knapp setzen. Ich setze ihn hier innen rein, ziehe das ab, mache mein Köfferchen zu, drücke das gut fest, mache einmal den Okay, es ist ein bisschen weit hoch geraten. Ich hätte ja viel mehr Fläche, quer gesehen. Macht nichts. Ziehen wir ab und lassen ihn drauf springen. Und da sitzt er, Koffer ist zu und unsere letzte Designerpapier-Zuschnitt, den letzten Designerpapier-Zuschnitt, das ist wirklich das letzte, setzen wir da vorne drauf. Schließt wunderbar und hier oben jetzt also der Griff. Ich falze links und rechts, du siehst schon bei 1 Zentimeter, da muss man sich einfach mal so ein bisschen mit Augenmaß abgeben. Und das Mittelstück ziehe ich leicht, damit sich das Papier in den Schichten schön anpasst. Manchmal hat man dann so einzelne Schichten, Tatsache. So über mein Falzbein und nehme die beiden Flächen hier drüben als Klebeflächen. Solltest du wirklich den Koffer am Griff verschenken und im Inhalt so viel haben, dass das zu schwer ist, dann klöppel das mal schön fest, am besten mit Nieten. Also mit Lochzange nehmen. Hier gut zumachen. Ich setze meinen Tatsache hier oben drauf, wenn er gut zu ist, genau an die Kante. Könntest du also ausmessen, viel Freude. Ich mache das so, wenn es gut klebt, klebt es gut. Ansonsten, wie gesagt, Löcher rein, Nieten rein. Oder wir nehmen dann so Pünktchen. Hier haben wir ja auch so Pünktchen, so Glitzerkrams. Und den setze ich da einfach drauf. Auf das Gold setze ich dann meine roten Nieten. Das sind natürlich getürkte Nieten, siehst du schon. Siehst du wohl, aber hält gut. Super, perfekt. Und jetzt kommt die Sache mit den Verzierungen. Auch da, je nachdem wie exakt du das haben willst, mal dir das notfalls an. Ich mache das wieder mit meinem gerade zum Augenmaß. Ich weiß, dass das komplett nicht rumreicht, also mache ich hier unten, schneide ich das ab und klebe gleich von der anderen Seite das gleiche gegen. Gut anstreichen, dazu öffnen. Und wenn ich das von der anderen Seite gegenklebe, fange ich hier auch oben innen an, mache das zu und schiebe das hier vorsichtig rein. So gerade wie möglich und hoffe, dass ich unten auf der gleichen Schiene ankomme. Aber ja, doch passt. Ja, kannst du dir anzeichnen, wenn du Freude dran hast, dann wird das natürlich viel exakter. Gut andrücken, komplett. Ja, geht mit Gold gut, geht auch mit Rot oder mit allen anderen Farbkartonen. Also ich finde das, für mich ist das eine super Lösung.
Hast vielleicht noch andere Ideen? Immer her damit. Es gab ja auch mal so verschiedene Stanzformen, wo auch so kleine Schnallen dabei waren. Ich erinnere nur an einmal, ich glaube, das mit Stil, so in der Art heißt das. Oder an die Sache mit dem nach Maß, mit dem Anzug für den Herrn. Mit Krawatte und so. Die können wir uns noch aufkleben für schlechte Zeiten, die restlichen Stücke. Einen Streifen haben wir noch. Und dann schieben wir das hier oben genauso auch auf dieser Seite gerade rein. Packen das nach unten und unten drauf. Das geht mit dem Augenmaß. Das hätte schlimmer kommen können, sagen wir mal so. Gut, schön andrücken. Köfferchen ist schon mal so weit. Wenn ich will, setze ich dann später noch mehr Nieten drauf. Ja, und dann habe ich Anhänger nach Maß ja auch noch. Da hätte ich, glaube ich, schon mal welche vorbereitet. Damit habe ich hier dieses Element und ein kleines Goldfädchen. Ich habe es nicht drunter gefädelt, sondern ich habe es hier einfach nur dran gebunden. Könnte den Anhänger auch oben am Koffer anbringen. Mach mal hier ein kleines Schleifchen. Ich habe noch bunte Hände von meinem Herbstprojekt. Das hast du wahrscheinlich inzwischen auch schon gesehen. Musste mal zwischendurch kurz Herbst auf den Arbeitstisch. Ja, hier wieder die Abstandsklebepunkte. Die großen. Heißen sie so? Ja, sie heißen so. Schon nochmal meine Wortfindungsschwierigkeiten, Störungen kann man auch sagen. Dann weiß ich nicht mehr ganz genau, wie was heißt, aber das stört dich nicht. Das hänge ich da drauf. Und dann gibt es noch so ein schönes aus dem Mini-Katalog auch, so ein tolles Set. Da sind so Kerzen drin. Ich verlinke dir die verwendeten Produkte wie immer unten in der Beschreibung. Und dann setze ich hier meine Kerzen drauf. Wieder mit dem, in dem Fall nehme ich, weil man das sieht hier hinten auf der Rückseite, nehme ich diese Mini-Klebepunkte. Die kann man formen. Das ist für sowas wieder sehr schön, damit das ganze Teil dann am Ende nicht klebt. Formen wir die mal hier unten so ein bisschen. So verstecken sie praktisch. Und dann setze ich das Nummer 1 da drauf. Und die Nummer 2, einen Klebepunkt brauche ich noch. Setze ich gleich daneben. So, und da wird schon mal darauf hingewiesen, dass da was Schönes mit Licht drin ist. Genau, ein Köfferchen, noch ein Köfferchen. Hier sind Magnete ohne Ende. Magnete. Ja, dann kann ich hier eine ganze Kofferform anfangen. Ist schon überlegt, ob wir aus diesen Köfferchen, kann man natürlich auch einen Koffer-Adventskalender machen. Das wäre natürlich ganz heftig. 24 Mal solche Boxen, aber hier bei mir ist es Advent to go, 5 Minuten aus dem Koffer oder 10 Minuten, je nachdem wie lange du brauchst, um dich mal mit einer Auszeit zu regenerieren im Advent. Ja, das war's. Mehr braucht man nicht zeigen. Dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Nachbasteln. Zeig mir gerne deine fertigen Produkte, Projekte, Ideen, Nachbastelungen, auch auf den sozialen Netzwerken, dann gern mit dem Hashtag Stempelfamilie oder Kreativwerkstatt Angela Köber oder mit meinem Namen oder mit beidem. Oder verlink mich einfach. Okay, das war's. Gerne einen Daumen hoch. Hier geht's weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps. Also bleib dran und sei gespannt. Bis gleich in meinem nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.